In der heutigen Episode von Advertising Insights spreche ich mit Dr. Pascal Volz. Er ist Managing Director bei Fischer Appel Performance. Mit ihm habe ich über Performance Marketing gesprochen und vor allem über die Schnittstellen zu Digital Out of Home. Viel Spaß bei der Episode. Was habe ich davon, dass ich Werbung bekomme, die für mich überhaupt keine Rolle spielt? Es gibt Produkte, die werde ich nie benutzen in meinem Leben. Shampoo brauche ich nicht. Spiele mir die richtige Werbung aus, dann ist es relevant, dann habe ich auch was davon. Pascal Volz ist mein Name. Ich bin Geschäftsführer bei Fischer Appel für den Bereich Digitalmarketing. Wir haben damals den Bereich Digitalmarketing gegründet. Fischer Appel ist ja eine Gruppe bestehend aus 9 Agenturen. Jede Agentur spezialisiert auf eine Sache. PR, unser Heimatschiff, Kreation, Filmproduktion etc. pp. Und seit 5 Jahren eben halt auch Digitalmarketing. Und inzwischen reden wir auch über Out of Home. Deswegen reden ja auch wir miteinander. Mache das Ganze seit fast 20 Jahren inzwischen. Mache das Agenturbusiness. Jetzt hast du es eben schon so ein bisschen angesprochen, hier bei Fischer Appel deckt ihr ganz schön viele Bereiche im Performance-Marketing ab. Wenn man so fragen darf, wo liegt denn deine größte Passion, in welchem Bereich? Also das, was ich am spannendsten immer finde, ist, wenn man eben die ganzen Branding-Kampagnen mit den Performance-Kampagnen miteinander verknüpft. Also beides macht Spaß. Im Performance hat man mehr Daten, hat man mehr, worauf man optimieren kann. Im Branding kriegt man immer neue Kanäle. Das ist sehr, sehr innovativ, was da gerade passiert und das ist super, super spannend. Aber richtig, richtig cool wird es, wenn man es miteinander verknüpft und man einfach guckt, wen hat man mit einem Branding-Kanal angesprochen, wie kann man den wieder ansprechen mit einer Performance-Ebene und den einfach entlang der Customer Journey den Menschen einfach begleiten. Aber das miteinander zu kombinieren und das gemeinsam zu denken. Eigentlich ist das, was mir richtig Spaß macht. Gar nicht unbedingt der Kanal oder irgendwie sowas. Da will ich mich auch schwer tun, einfach einen Kanal zu nennen. Das sind eigentlich alles meine Lieblingskanäle, sage ich immer. Sehr gut. Stichwort Innovation. Wo siehst du den Trend in den kommenden Jahren im Bereich Performance Marketing? Naja, es wird einen Trend geben. Es gibt einige wenige Player, die unglaublich viele Daten haben. Und der Trend wird ganz klar sein, eine Fokussierung auf die wenigen Walled Gardens, auf die Metas dieser Welt, die LinkedIns, die Googles, weil die Qualität oder überhaupt die Verfügbarkeit von Datentargeting da auf einem ganz, ganz anderen Level ist als bei den anderen und dadurch die Effizienz der Kampagnen, die wir dort ausspielen, natürlich viel, viel höher ist. Und das ist das, wo ich leider den Trend hingehen sehe. Ich hoffe, ich irre mich, aber Warum leider? naja, ein Oligopol von wenigen Anbietern ist für Werbetreibende oder für den Kunden, uns als Werbetreibende in dem Fall, nie gut. Ja, weil man sieht natürlich dann in dem Moment steigen die Klickpreise, die einfach verlangen können. Haben wir weniger Auswahl, wir sind abhängig und mehr Vielfalt zu haben, mehr Datenquellen, mehr Trafficquellen zu haben, ist natürlich immer besser. Ja, und diese Unabhängigkeit, die werden wir einfach dadurch verlieren und deswegen leider. Was wünschst du dir, um die Zielgruppen noch genauer erreichen zu können hier im europäischen Markt? Also ich glaube, wir brauchen ein bisschen entspanntere Grundhaltung zum Thema Daten bei uns in den Medien, in der Gesellschaft, in der Politik. Auf der einen Seite verbieten wir alles, was irgendwie Daten tracken könnte. Auf der anderen Seite laufen die Leute los und sagen, hier Meta, damit ich Instagram nutzen kann, nimm alle meine Daten. Oder TikTok, nimm alle meine Daten, die direkt an den chinesischen Staat gegeben werden, was da auch überhaupt kein Geheimnis ist. Macht mit denen, was ihr wollt, lieber chinesischer Staat, Hauptsache ich darf meine Kurzvideos hier angucken. Also und dagegen aber, hey, wehe, ich weiß, welche Altersgruppe im Schritt von 10 Jahren du bist. Also da liegen halt Realität und Anspruch gnadenlos halt auseinander. Ja, am Ende des Tages, wie du sagst, Daten ist das A und O, um das besonders performant zu machen. Und es gibt halt ein paar Player, die haben halt unglaublich viele Daten. Wollen wir aber unbedingt unser ganzes Geld nach China und Amerika bringen? Wir haben auch eine europäische Medienlandschaft, die von Werbung lebt. Aber wenn die Werbung dort nicht so gut ist, weil das nicht so gut sein kann, das beißt sich ein bisschen. Genau, gibt's zwangsweise eine Verschiebung aus Performance-Marketing-Sicht in die andere Welt und das ist eine Tragödie, die wir einfach haben. Also das ist, wenn man das mal komplett durchdenkt, dann... Vielleicht kannst du noch mal drauf eingehen, welche Rolle spielt Digital Out of Home in euren Kampagnen? Wenn wir Branding machen wollen, spielt das eine große Rolle. Wenn wir Reichweite erreichen wollen, spielt das eine große Rolle. Es ist ja kein One-to-One, also ich targete nicht die Person, sondern ich targete ein Umfeld. Aber man muss halt ein bisschen anders denken. Man kann halt nicht denken, so guck mal, das ist die eine Person, die will ich hierher ansprechen, weil die meine Zielgruppe ist und egal wo die ist, sondern ich gucke halt eher so, dieser Raum, dieser Zeitpunkt,
die Leute anzusprechen. Man erreicht natürlich unglaublich schön hohe Reichweitenwerte mit Out of Home, das ist wirklich, wirklich attraktiv. Es sind auch einfach physisch große Flächen, also ich meine, so ein Display-Ad ist halt oft irgendwie so, das ist ganz, ganz nett, ganz cool, ganz süß, aber halt sowas in der Größe wie hier diese Kinoleinwand da. 18 Eintel, das ist halt mega, da kann man halt ganz anders Emotionen halt auch rüberbringen. Oder jetzt die ganzen digitalen, wo man dann auch in ähnlichen Größen dann Spots, Filme einfach darstellen kann. Da ist natürlich eine andere Liga als so eine kleine 300x250er Ad irgendwie, wo man das halt in Mikrogröße halt irgendwie drin hat. Und das ist halt so die Spielerei. Also total spannend finde ich es halt durch das Digital Out of Home. Ich habe mich köstlich amüsiert, als der erste Lockdown kam. Kurz danach auf dem Weg zur Arbeit hier, da war dann irgendwie, zuerst war da Werbung, noch locker 2 Dekaden, für Fanta, mach jetzt Party mit deinen Freunden im Park, trink Fanta. Und ich irgendwie so, ja nee, just not gonna happen, ja, so mach Werbung für, sitz zu Hause und trink Fanta und hab Spaß. Funktioniert. Kurz danach kam von Parship eine Werbung, jetzt daten deinen Traumpartner. Und ich so, nee, ist alles gerade nicht so, also irgendwie, man sitzt zu Hause und das war halt irgendwie, das ist halt ein bisschen dämlich, das ist halt klassisches Out of Home. Das wird halt Ewigkeiten im Voraus gebucht, dann wird es geklebt und dann klebt es da. Ja, oder jetzt gerade Rolling Stones Konzert in Berlin, da haben sie es kurz vorher ganzen Säulen irgendwie plakatiert, nach einer Viertelstunde was ausverkauft und dann hast du noch 10 Tage noch diese Plakate, dann denkst du, verschwendet das Geld, das hätten sie nicht gebraucht. Ja? Und das ist eben das Coole an Digital Out of Home, dass du es halt ganz anders steuern kannst. Ja? Oder halt coole Recruiting-Kampagnen am Hauptbahnhof einfach gefahren, wo wir irgendwie so von 7 bis 8 Schüler angesprochen haben, mach doch hier dein Azubi bei uns. Und von 8 bis 9 dann Arbeitnehmer, irgendwie nächster Karriereschritt und von 9 bis 11 dann Studenten, steig doch hier als Trainee ein. Ja, weil wir einfach gesehen haben, wann gehen die Leute einfach. Das geht nur auf digital, weil du es einfach nach einer Uhrzeit einfach anders einstellen kannst und dann nachmittags nochmal irgendwie anders. Und zum Zeitpunkt, wo halt nur Leute sind, die halt für die Recruiting-Kampagne nicht relevant sind, also um 11 Uhr am Bahnhof unter der Woche wahrscheinlich nicht so relevant, einfach auch nicht geschaltet. Ja, und so konnten wir es halt einfach ein bisschen steuern. Das ist richtig cool. Mega gut. Cool. Vielen Dank für deine Fragen und Ja. deine Antworten. Vielen Dank, Pia, dir für das Interview. Hat mir Spaß gemacht und Bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.